Hallo ihr Lieben, heute gibt es herzhafte Feta-Pasta und zwar machen wir die in der Pfanne, aber auch im Ofen. Das Ganze ist einfach richtig cool. Es ist gerade so ein kleiner TikTok-Hype, aber ich habe dieses Rezept auch schon auf amerikanischen Plattformen gesehen. Ich glaube, es schwappt gerade so ein bisschen rüber und ich finde, das sollten wir jetzt auch mal ausprobieren. Und zwar brauchen wir... Wir schwimmen den Strom mit, Kiki. Ja, wir schwimmen auch mal mit dem Strom, genau. Also ihr braucht zuallererst entweder eine Auflaufform oder eine Pfanne, die ihr in den Backofen geben könnt. Ich nehme natürlich meine Hochrandpfanne. Und da geben wir jetzt zuallererst, nicht wundern, die ganz genauen Mengenangaben stehen unten in der Videobeschreibung, da geben wir jetzt zuallererst Olivenöl rein. Das muss wirklich gutes Olivenöl sein, was schmackhaft ist, kalt gepresst und am besten nativ extra. Und das gebe ich jetzt hier einfach erstmal auf den Boden. Dann gebe ich da direkt meinen Feta-Käse in die Mitte und gebe auf den Feta-Käse auch nochmal Olivenöl. Olivenöl, ja. Interessant, ich kann mich jetzt gar nicht mit dem Rezept identifizieren, überhaupt nicht. Du weißt noch nicht, was passiert, ne? Hamza hat das nämlich gar nicht mitbekommen, gar nicht. Ich war die letzten Tage viel auf TikTok unterwegs. Eigentlich ist TikTok genau meine Plattform. TikTok ist voll einfach was für cringe. uns. Ich werde euch, aber wir sind auch relativ aktiv. Ich verlinke euch mal unseren TikTok-Account hier unten in der Videobeschreibung. Wir sind recht aktiv, Hamza. Definitiv. Auf jeden Fall. So, ich gebe da jetzt Tomaten dazu. Auch richtig schöne aromatische Tomaten benutzen. Und da kommt gleich der Saft aus den Tomaten raus, weil das kommt ja gleich in den Backofen. Was ich jetzt auch noch habe, sind Zwiebeln und Knoblauch. Habe ich hier schon in feine Scheiben geschnitten und den Knoblauch gehackt. So. Diesmal habe ich den Knoblauch nicht gepresst, weil so kann ich ihn besser verteilen. Okay. Das kommt so in den Ofen jetzt rein, oder was? Genau, warte ab. Das wird noch richtig cool. Jetzt salze ich das ein bisschen. An Gewürzen könnt ihr euch jetzt austoben. Ich nehme italienische Kräuter und ein bisschen scharfe Paprika, aber nur ein bisschen. So, ich glaube, das war mir ein bisschen zu wenig Olivenöl. Also gerne noch mal ein bisschen Olivenöl oben drauf geben. Und jetzt müsst ihr das Ganze in den Backofen schieben. Und zwar bei 190 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 18 bis 20 Minuten. Ihr werdet dann merken, dass euer Feta-Käse schön weich wird, dass die Tomaten richtig schön das Wasser lassen. Ach, das Wasser lassen, das sagt man auch zu was anderem. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja, die machen Pipi. Auf jeden Fall gebe ich das jetzt in den Backofen und in der Zwischenzeit werde ich schon mal entweder Spaghetti oder irgendwelche anderen Nudeln gar kochen. Da können wir gleich mal gucken, welche wir da nehmen, ne? So. Also Spaghetti, Penne, Verfalle. Was ist Verfalle? Ich bin falafel. Schmetterlingsnudeln. Kiki, mir ist es egal, ich schmeckt doch alles gleich. Oder so Muscheln. Nee. Nee? Nee. Oder hier so. Nein! Ja, sag an. Kinder sind so kompliziert, keine Ahnung, was du willst. Nicht Spaghetti, ich finde Spaghetti cool. Meinst du, Spaghetti sieht hübscher aus? Warte. Du siehst hübsch aus. Oh. Bist du jetzt rot? Ja? Du weißt, was du sagen sollst. Hör auf damit. Also haben sie was jetzt. Ich finde, die sehen auch ganz cool aus. Aber ich glaube, in der Soße für Nimm Spaghetti. Spaghetti, okay. Das sieht für Fotos immer schöner aus. Ja, so. Dann koche ich jetzt ganz einfach in Salzwasser gar. So, der Feta-Käse ist jetzt gerade aus dem Ofen gekommen. Und jetzt geben wir die gar gekochte Spaghetti einfach mit dazu. Und das Schöne ist, dass jetzt der Feta-Käse richtig schön weich ist und zusammen mit den ganzen anderen Zutaten jetzt schon die Soße ergibt. Und das war's auch schon mit dem Essen. Also fertig ist es schon. Das war's schon? Das war's schon, ja. Also das Besondere kommt jetzt. Oh, das war nicht so klug. Wer mag, kann jetzt noch nachsalzen. Ich fand es jetzt so eigentlich perfekt. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich für meinen Teil bei euch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben da lasst und natürlich ein kostenloses Abo. Und falls ihr irgendwelche Rezepttrends seht oder sagt, ey, das habe ich irgendwo gesehen, dann schreibt mir das doch in die Kommentare und ich mache es dann für euch. Wer jetzt noch dran bleibt, sieht im Anschluss den legendären Taste-Test von Hamza und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Tschüss, eure Kiki.
So, probieren wir mal, ne? Ich glaube, Spaghetti in der Kamera zu essen ist echt nicht einfach, ne? Kannst auch Oder einen vor der Löffel Kamera, besser gesagt. Ne, es geht schon klar. Dauert noch einen Moment, aber es geht. Jetzt habe ich alle Komponenten drauf, oder? Warte mal, ich brauche noch ein bisschen Mozzarella. Feta. Feta-Käse, sorry. Feta. Sehr würzig durch den Feta. Und die Tomate macht so ein bisschen nasser, so ein bisschen feuchter. Ne? Also ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Das ist ein ganz normales Spaghetti mit Feta-Käse. Also es schmeckt gut, auf jeden Fall ist auch geil gewürzt, aber ist jetzt kein Rezept, weil ich sage, wow, geil. Schmeckt gut auf jeden Fall, weil es auch schnell geht. Super einfach und schnell. Ist in Ordnung, ist cool. Ja, cool. Ja, ehrliche Kritik. Also man muss ehrlich sein, das ist ein schnelles Rezept. Das ist ein schnelles Rezept, also was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt nicht so wie Penne Honey, wo es richtig geil mit dem Honig, wo es harmoniert und das ist ein ganz anderer Geschmack, weißt du, da hast du eine Geschmacksexplosion drin. Ja, wie gesagt, das ist halt kein ausgefallenes Nudelrezept. Also ich glaube, dadurch, dass du den Feta-Käse im Backofen gemacht hast, hat er sich, glaube ich, ein bisschen mehr entfaltet als sonst üblich so. Ja, es ist auf jeden Fall was anderes. Ist auf jeden Fall als wenn ein man Geschmack. es drüber bröseln lässt. Genau. Aber kann man mal machen zwischendurch, Auf ne? jeden Fall, weil es auch schnell geht. Es ist Ja. einfach. Auf jeden Fall. Kann man mal probieren. Okay, Hamza. Dankeschön. Bitteschön, ich habe jetzt Hunger und deswegen schiebe ich euch jetzt zur Seite und sag Tschüss. Peace and out. Piu. Du warst zu langsam, Kiki, du warst zu langsam. Du musst nochmal neu machen. Okay, nochmal. Piu. War das jetzt schnell genug? Ja. Ach so, ja.